Ja, vor dem Abflug nach Lissabon sprechen wir heute nochmal mit unserem Mister Champions League. Emil, wir haben uns gerade nochmal deinen Doppelpack gegen Benfica in der Gruppenphase angeschaut. Für mich ja immer noch das Highlight der Saison, als du uns erstmals ins Achtelfinale geschossen hast. Auch für dich so der besonderste Moment in dieser Saison? Ja, muss man ganz klar sagen. Es war ein wunderschöner Moment. Mit der Mannschaft sowas zu erreichen, ist auch immer schön, wenn du seit langem hier gespielt hast. Ne, wunderschöner Moment und ich werde das natürlich viel mehr erinnern. Vielleicht auch nochmal so zurückschaust, was ging da genau in deinem Kopf vor? Ich meine, es war ja kurz vor Schluss, 88. Minute war, glaube ich, dann der Elfmeter und dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Was ging da in deinem Kopf vor? Ja, also nicht viel, glaube ich. Ich kann mich schon da nicht so viel erinnern, was da im Kopf los war. Aber was mir gefällt, war die mentale Einstellung bei der Mannschaft. Ich finde, das ist nicht einfach, äh, zwei Tore ganz schnell zu machen. Eins ist auch richtig schwer, aber zwei zu machen ist noch schwerer. Und das nehme ich natürlich wieder mit und das hat man auch gegen Tottenham gesehen, glaube ich. Unsere mentale Einstellung jetzt in der Champions League ist viel besser geworden. Wir sind gewachsen in dem Turnier und wir haben ja auch durch das Jahr ein bisschen mehr Erfahrungen gesammelt. Hat man auch ein bisschen gesehen. Also klar, war es schön, zwei Tore zu machen, aber ich muss die Mannschaft vor mir stellen, natürlich. Wir haben das zusammen gemacht und das, das macht mich stolz. Jetzt hast du gesagt, es war ein langer Weg, auch deine Zeit hier bei RB Leipzig. Du bist vor 5 Jahren hierher gekommen, damals noch in der zweiten Liga. Jetzt plötzlich Viertelfinale der Champions League. Ist das nicht irgendwie verrückt? Hast du damals schon gedacht, da geht der Weg mal hin? Ja, also wenn du an was glaubst, ist nichts unmöglich. Also ich finde, wir machen alles richtig hier. Du hast ja auch Perioden in der Saison, wo es nicht so gut läuft. Ich finde, nach der Corona-Pause ist es nicht so gut gelaufen für uns. Aber es kommt immer ja, Momente, wo es nicht so gut läuft. Aber jetzt, die letzten 2 Wochen, wenn du mich fragst, sieht das richtig gut aus. Wir sind motiviert, wir haben super Trainings gehabt. Das Testspiel gegen Wolfsburg war auch für jeden Spieler gut, Spiel in Beine zu kriegen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel jetzt gegen Atletico. Es wird ein riesen Höhepunkt für uns, auch für den Verein, für die Stadt. Und ja, wir können es kaum erwarten. Du hast gesagt, genau, lange kein Pflichtspiel. Jetzt dann auch zum Ende hin war es ein bisschen schwierig, die Phase nach dem Restart. War die Pause dann dafür extrem wichtig für euch, jetzt einfach mal runterzukommen? Oder sagst du auch, es ist jetzt dann extrem schwierig, wieder gegen Atletico direkt voll da zu sein? Nein, ich glaube, die Pause war schon wichtig für uns, für die ganze Mannschaft, ein bisschen was anderes zu machen, Familie zu treffen und nicht so viel an Fußball denken jetzt und ja, einfach nur Urlaub haben. Ich glaube, das ist immer wichtig und man hat auch gemerkt und gesehen nach der Urlaubspause, dass jeder ist motiviert wieder, hat richtig Bock auf Fußball und ja, wie ich gesagt habe, wir freuen uns, es sieht richtig gut aus vor das Spiel. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Jetzt muss man natürlich sagen, rein vom Namen her, rein faktisch gehen wir wahrscheinlich trotzdem als Underdog ins Spiel gegen Atletico. Was wird ausschlaggebend sein? Wie können wir das Team von Madrid trotzdem knacken? Ja, klar. Also wir müssen im Atletico sind eine sehr gute Mannschaft. Die haben viele Spieler, die schon vielmals im Viertelfinale oder Halbfinale der Champions League oder Finale gespielt haben. Und die haben schon viel Erfahrung von diesem Spielen. Aber jetzt ist es nur ein Spiel. Da kann ja alles passieren. Wir haben jede Chance weiterzukommen. Und wir wollen natürlich die Chancen nutzen. Ich muss vor allem vorerst an uns selber denken, was wir machen müssen. Und dann müssen wir natürlich Respekt haben vor Atletico. Sind eine super Mannschaft. Und ja, Wie ist denn momentan so das Gespräch in der Mannschaft? Ihr habt ja auch mit Dani Olmo und Angelino zwei Spanier, die Atletico wahrscheinlich ein bisschen besser kennen oder schon länger verfolgen. Sprechen gerade die sehr viel über die Mannschaft oder sagst ja du, ich würde sagen, also die Mannschaft ganz spannend. Also so, wir haben Spaß, wir machen Spaß zusammen, Trainings auch neben dem Platz. Also wir versuchen, ich habe ja auch nicht gemerkt, dass irgendwer nervös ist oder so, sondern wir freuen uns einfach auf das Spiel. Wir haben alles zu gewinnen. Wir haben bisher so gut gemacht und wir wissen, wie gut wir sind.
Und wir müssen einfach nur wieder hart arbeiten, alles geben, an uns selber denken, alle glauben, dann ist ja wie immer nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich, du sagst es, die Chance ins Finale einzuziehen ist wahrscheinlich jetzt so groß wie noch nie oder vielleicht auch sie nie mehr sein wird. 2 Siege braucht ihr gerade mal, dann steht ihr schon im Finale. Motiviert es nochmal ganz besonders, dieser Modus ohne Rückspiel, oder ist es auch vielleicht ein extremer Druck? Schwer zu sagen, nee, extremer Druck würde ich nicht sagen. Also es ist, wie es ist jetzt mit dem Corona und wie es alles läuft. Und es hat uns die Chance gegeben, jetzt nur mit einem Spiel weiterzukommen. Und dafür müsst du auch die Chance nutzen, im einen Spiel alles zu geben und versuchen, weiterzukommen. Und das haben wir verstanden und das ist genau, was wir machen wollen. Wir wollen alles geben, alles raushauen, was wir im Körper haben gegen Atletico. Und wenn wir das machen, bin ich mir sicher, dass wir werden die ein gutes Match geben. Also alles oder nichts, ähnlich schon wie eingangs gegen Benfica in den letzten Minuten. Auch zu dir einfach nochmal, du bist so mit unserer Topscorer in der Champions League, hast auch nochmal, wie schon erwähnt, gegen Tottenham auch nochmal das 3. Tor dann gemacht. Warum liegt dir die Königsklasse so gut? Schwer zu sagen. Also ich glaube, wie jeder Spieler hier in dem Verein. Also du liebst es, im Champions League zu spielen, ist der größte, ich sag mal, Wettkampf für Vereinen hier in Europa. Und wenn du die Chance hast, da zu spielen, musst du die Chance nutzen. Und ich liebe es. Und ja, bisher jetzt habe ich ein paar Tore gemacht. Und das ist natürlich, ja, das ist geil natürlich. Aber ich mache mir nicht so viele Gedanken über das, sondern wir wollen uns entwickeln und das haben wir auch diesem Jahr gemacht und deshalb bin ich froh. Aber es gibt auch mehr. Es gibt noch mehr, genau, nämlich es kann natürlich noch viel weitergehen. Jetzt haben wir schon gesagt, oder du meintest vorhin, es geht jetzt nicht so um dich, es geht um die Mannschaft. Trotzdem, angesichts deiner Tore, die du geschossen hast, angesichts deiner Szene gegen Benfica, wäre das so deine Traumüberschrift nach dem Spiel nächste Woche? Emil Forsberg schießt RB Leipzig ins Halbfinale der Champions League? Also klar, solange wir weiterkommen und wäre es natürlich ein Traum, dass sowas passiert. Natürlich. Hauptsache ist, dass wir Atletico schlagen und noch einen Schritt machen. Sehr gut, das hoffen wir auch. Wir freuen uns drauf und vielen Dank dir, Emil. Viel Erfolg in Lissabon. Dankeschön.